Nein, so einfach ist es nun wirklich nicht, Mr. Russell. Mit dem Kontingenzargument gehen wir einen Schritt weiter als mit dem Kalam-Argument. Denn mit dem Kalam-kosmologischen Argument wurde gezeigt, dass das Universum eine Ursache gehabt haben muss. Das Video dazu findest du auf diesem Kanal. Nun gehen wir den nächsten logischen Schritt und zeigen, dass Gott der Verursacher des Universums ist. Achtung! Das deutsche Wort Kontingenz bedeutet nicht dasselbe wie im englischen Contingency. Das englische Contingent bedeutet in etwa möglich, bedingt, abhängig oder zufällig. Schon Gottfried Wilhelm Leibniz fragte, warum gibt es eher etwas als nichts? Das klingt komisch, ist aber eine berechtigte metaphysische Frage, die sich jeder Mensch früher oder später in irgendeiner Form stellt. Leibniz hat damit eigentlich nur die kosmologischen Argumente von früheren Denkern weitergeführt. Denn die überall erlebte Kausalität zwingt uns, für jedes Ding, das wir antreffen, irgendeine Ursache anzunehmen. Nehmen wir als Beispiel den Kaffee auf meinem Tisch. Es hat einen Grund, dass er hier steht, nämlich, dass ich zuvor Lust auf einen Kaffee hatte und dann diesen Kaffee aus der Maschine gelassen und auf den Tisch gestellt habe. Der Kaffee kann nicht aus sich selbst heraus dort existieren oder hinkommen. Somit ist er kontingent. Er muss nicht existieren und er muss nicht dort stehen. Mehr dazu gleich. Zuerst einmal wie üblich das Argument als einfacher Syllogismus. Also da haben wir Prämisse 1. Alles, was existiert, hat eine Erklärung für seine Existenz und entweder eine externe Ursache oder eine Notwendigkeit der Existenz aus seiner Natur heraus. Prämisse 2. Wenn das Universum eine Erklärung hat, so heißt diese Gott. Und Prämisse 3. Das Universum existiert. Prämisse 1 und 3 können wir bereits abhaken. Ja, ich weiß, ein überzeugter Materialist könnte Prämisse 1 ablehnen und sagen, dass das Universum notwendig aus sich selbst heraus existiert. Und das wurde tatsächlich von einigen Leuten auch gemacht. Aber solches Denken führt konsequent zu absurden Behauptungen wie das Universum hat sich selbst erschaffen oder das Nichts kann etwas erschaffen durch quantenmechanische Gesetze und so weiter. Nun schauen wir uns Prämisse 2 etwas genauer an. Ja, auf den ersten Blick sieht Prämisse 2 tatsächlich aus wie eine „Es ist einfach so" Erklärung. Aber Leibniz hat sich natürlich etwas mehr dabei gedacht. Der Clou hier ist nämlich der zweite Teil der ersten Prämisse. Etwas, was existiert, muss entweder a. eine externe Ursache haben, das heißt, es ist eben kontingent, also nicht notwendig, es muss nicht existieren. Oder b. es muss notwendig aus seiner Natur selbst heraus existieren, also notwendig existieren. Damit wir die zweite Prämisse akzeptieren können, müssen wir uns einige Definitionen anschauen. Der erste Begriff ist kontingentes, abhängiges Existieren. Das bedeutet, dass ein Ding verursacht ist durch irgendetwas anderes. Wir können sagen, das ganze Universum existiert kontingent, das heißt, es ist nicht zwingend notwendig, dass es existiert. Der zweite Begriff ist das notwendige Existieren. Das bedeutet, dass etwas aus sich selber heraus existiert. Seine Nicht-Existenz ist unmöglich. Wir haben hier Beispiele wie abstrakte Objekte, also Zahlen oder absolute Wahrheiten oder Formen. Denn ein Quadrat, dem eine Seite weggenommen wird, ist kein Quadrat mehr. Oder eben Gott als maximal attributiertes Wesen. Der dritte Begriff ist Gott. Das bedeutet, dass extrem mächtige, ursachenlose, notwendig existierende und damit nicht abhängige, also nicht kontingente, nicht physische, immaterielle und ewige Wesen. Nun verstehen wir auch, warum das Argument nicht nur logisch kohärent, sondern auch wahr ist. Damit es keine Missverständnisse gibt, Leibniz war ziemlich sicher kein gläubiger Christ, so wie man es heute verstehen würde. Er war nicht mal das, was man heute einen Theisten nennen würde.
Man könnte ihn am ehesten als Panpsychist bezeichnen. Wir können ihm hier also sicher keine Befangenheit in Richtung Theismus oder gar Christentum vorwerfen. In der Monadentheorie von Leibniz war Gott die eigentliche Urmonade, also eine Art größter Geist, der mit allen anderen Geistern Verbindung hat, während diese untereinander aber keine Verbindung haben. Das alles macht uns aber nichts aus, denn das Kontingenzargument soll schließlich nur beweisen, dass Gott die Ursache des Universums ist und noch nicht, wer genau dieser Gott ist. Dazu kommen wir ein anderes Mal. Tja, das war's schon wieder für dieses Mal. Vielleicht kriege ich die nächsten Videos ja noch etwas kürzer hin. Danke fürs Zuschauen, Gottes reichen Segen und bis zum nächsten Mal bei Alpin Apologia.